Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein Video zu diesem schönen Gerät hier. Und zwar haben wir hier den Mova V50 Saugroboter, Saugwischroboter. Ich möchte euch hier ein bisschen was dazu erklären, denn ich habe den jetzt ein paar Wochen in Benutzung. Das ist jetzt auch kein klassisches Review, sondern einfach mal meine Meinung nach den ersten Wochen, wo wir das Gerät hier jetzt bei uns im Haus in Benutzung haben. Ich hatte schon ein bisschen Erfahrung mit Saugrobotern. Wir hatten einen Neato D7 Saugroboter. Da hat sich Vorwerk aber dazu entschlossen, den Online-Service abzuschalten, und deswegen ist es jetzt mehr oder weniger Elektroschrott. Darum geht es hier heute aber nicht. Es geht um den Mova, und da möchte ich euch einfach ein bisschen was dazu erzählen. Kurz gesagt, der Mova V50 Ultra Complete heißt das Paket. Der kann saugen und wischen, und wie ihr sehen könnt, hat er auch eine Station, um das Ganze abzusaugen und so weiter. Also da wird euch wirklich ein Komplettpaket geboten. Was mich bei solchen Dingen erstmal interessiert, ist jetzt nicht unbedingt das Datenblatt von oben bis unten vorgelesen, sondern wie sich das Teil wirklich schlägt, also im Alltag, was Vorteile bietet, was aber vielleicht auch Nachteile bietet, und die will ich euch jetzt so mal ein bisschen zeigen. Und zwar gibt es da ein paar Sachen, die sind vielleicht auch nervig, dann gibt es Sachen, die sind sehr hilfreich. Ich hoffe, ich bin hier nicht zu arg überbelichtet, weil hier jetzt gerade die Sonne reinscheint. Nervige Sachen können zum Beispiel die Lautstärke sein. Und da muss ich sagen, der ist gar nicht mal so laut. Im normalen Betrieb, ihr seht es hier vielleicht auch ein bisschen, wir haben hier Fliesen und drüben im Wohnzimmer haben wir Laminat. Da saugt er nicht mit der vollen Saugkraft, das heißt, er ist relativ leise. Und da ist er auch leiser als ein normaler Staubsauger. Das heißt, ihr könntet, wenn ihr wollt, nebenher sogar Fernsehen gucken. Da stört euch der erstmal nicht so arg. Wenn ihr dann natürlich den Roboter über Teppichböden oder wie es wir zum Beispiel auch haben, wir haben so einen kleinen Kindergummiboden für die Kleine zum Spielen. Da geht die Saugkraft nach oben, beziehungsweise da geht eben die Lautstärke nach oben. Da dreht er wirklich auf, also der hat auch Power. Der ist mit 24.000 PA angegeben, hat da schon ordentlich Saugleistung. Im Normalbetrieb auf so Boden braucht er die aber auch gar nicht. Ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass er irgendwann mal was nicht aufsammeln konnte oder so. Also von der Saugleistung her hat er da schon mal richtig gute Arbeit geleistet und ist da eben auch von der Lautstärke sehr angenehm. Er kann natürlich aber auch aufdrehen, und dann ist es schon so, dass er euch stört, beziehungsweise dass ihr nicht nebenher noch irgendwie groß was machen könnt, wo ihr jetzt Lautstärke abhängig werdet. Er kann über seine Kamera alles Mögliche erkennen und stellt da das eben dann auch passend ein. Wir haben hier natürlich auch so eine kleine Bürste, wo der das Ganze einsammelt, und die Bürste kann auch ausfahren. Das heißt, er kann auch in den Ecken mal so ein bisschen den Staub und den Dreck einsammeln, und das funktioniert auch sehr gut. Er hat natürlich auch zwei Wischmopp-Pads, sag ich mal, die sich drehen, und auch die kann er 4 cm nach außen rausfahren. Das heißt, auch da kommt er wirklich gut in Ecken und kann auch mal um Tischbeine oder sowas richtig sauber putzen. Die Bürsten und die Wischmops, die kann er auch anheben. Das heißt, er kann sie ein paar Zentimeter vom Boden weghalten. Das hat den Vorteil, dass er eben beim Saugen jetzt nicht unbedingt das Wischpad mit über den Boden zieht und beim Wischen natürlich nicht die Bürste irgendwie durch das frisch Gewischte ziehen muss. Das heißt, da werden so ein bisschen Schlieren und so weiter verhindert. Er kann das eben anheben, macht natürlich auch Sinn, die Wischpads anzuheben, wenn er jetzt über einen Teppich fährt, weil ihr wollt ja nicht die Feuchtigkeit im Teppich drin haben. Und andersrum macht es natürlich Sinn, die Bürsten anzuheben, wenn er wirklich nur am Wischen ist. Insgesamt sind wir mit dem Reinigungsergebnis aber soweit schon zufrieden. Man muss natürlich fair bleiben, beziehungsweise das auch fair bewerten. Wenn ihr jetzt was richtig festgetrocknetes habt auf dem Boden, dann wird er das nur selten bis gar nicht wegbekommen, weil da müsst ihr auch mit einem Wischmopp, wenn ihr da von Hand wischt, wirklich sehr lange drüber wischen. Also gerade so festgetrocknete Sachen irgendwie, da tut auch der sich schwer. Er erkennt das Ganze aber mit der Kamera, er fährt dann auch mehrmals drüber, er gibt sein Bestes, aber ja, wie gesagt, es gibt halt immer irgendwo ein paar Sachen, wo man auch so ein bisschen einen Punkt abziehen kann. Er hat eine RGB-Kamera hier vorne, da erkennt er verschiedene schmutzige Sachen, also ob das jetzt fest oder auch flüssig ist, das kann er erkennen und passt sich da in seiner Wischleistung einfach ein bisschen an. Mit der Kamera kann er auch eure Haustiere aufnehmen, das heißt, er kann euch ein Fotoalbum von euren Haustieren erstellen. Das ist mehr eine Spielerei, hat mit dem Saugen, Wischen erstmal nichts zu tun. Toll, dass es sowas gibt, wenn man da Interesse dran hat. Ich habe die Funktion jetzt aber bisher einfach nicht genutzt. Und man muss wirklich sagen, er hat eine richtig gute Navigation.
Navigation. Das heißt, über seine Kameras und die 3D-Erkennung, was er da so hat, erkennt er wirklich alles, was sich im Raum befindet. Ob das jetzt hier Stühle sind oder eben Tischbeine und so weiter. Das wird euch bei der Kartierung nachher auch alles in der App angezeigt und er erkennt es eben gut. Er hat dann auch so ein paar Funktionen. Er kann zum Beispiel bis zu 6 cm überwinden. Das heißt, sowas wie hier die Füße von den Stühlen, wo er hier so ein bisschen drüber klettern müsste, das schafft er auch ziemlich gut. Da fährt er dann seine kleinen Beinchen aus und klettert da drüber, putzt dann auch dazwischen. Er braucht da ab und zu ein bisschen länger, weil er eben ein bisschen damit kämpft, wie er da jetzt am besten drüber kommt. Aber das funktioniert alles wirklich sehr, sehr gut. Also gerade die Erkennung auch von den verschiedenen Böden und so weiter, das ist da schon richtig gut, ja, sag ich mal, einprogrammiert. Ihr habt es in den Karten dann in der App. Ich blende es euch auch mal nebenher ein. Ihr könnt da noch so Blockaden und so weiter errichten, wo er vielleicht nicht hinfahren soll. Er erkennt aber auch Kabel und so weiter und zeigt euch das alles an. Wenn er was erkennt, was vielleicht falsch ist, dann könnt ihr das in der App auch immer noch entfernen oder eben hinzufügen. In der App-Steuerung selber habt ihr sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, angepasst für Räume. Ihr könnt den Reinigungstyp und so weiter festlegen. Ihr könnt also auch Zeitpläne erstellen, wo der vielleicht reinigen soll. Ihr könnt dann aber natürlich auch so Details bei der Reinigung einstellen, wie zum Beispiel, soll er erst saugen und danach wischen oder soll er saugen und gleichzeitig wischen. Ihr könnt einstellen, ob er mit einer heißen Temperatur wischen soll oder eher mit kälterem Wasser. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Zeit und auch auf das Putzergebnis, das Reinigungsergebnis. Ihr könnt die Temperaturen und die Saugkraft auch festlegen. Das heißt, ihr könntet natürlich auch komplett mit der höchsten Saugstufe durch den Raum fahren. Da wird er dann natürlich alles einsammeln, wobei ich jetzt der Erfahrung nach keinen negativen Einfluss gesehen habe, dadurch, dass ich nämlich eingestellt habe, er soll die Saugkraft automatisch festlegen und er eben nicht so viel saugt, nicht so stark saugt. Das funktioniert alles wirklich sehr gut. Also in der App selber habt ihr da sehr viele Einstellmöglichkeiten. Jetzt gibt es da auch so einen kleinen Negativpunkt, und zwar in der App bekommt man immer wieder so ein bisschen Werbung für Mova-Produkte. Wenn ihr die App startet, dann kann es da sein, da geht mal so ein Fensterchen auf für irgendeine Aktion, die irgendwie gerade ist. Meiner Meinung nach muss das nicht unbedingt sein. Klar, ich kann es verstehen, der Hersteller will vielleicht auch noch andere Sachen verkaufen, aber es nervt ab und zu ein bisschen. Es ist natürlich mit einem Klick auch wieder verschwunden, aber wie gesagt, muss ja eigentlich nicht so sein. Insgesamt ist die Kartierung von von eurer Wohnung oder eurem Haus auch wirklich sehr gut. Es wird in 2D und 3D erstellt. Der 3D-Scanner, der 3D-Lichtscanner hat sogar ein LED-Aufhelllicht. Da wird also wirklich alles erfasst und es ist auch so, wenn der bei euch durch die Wohnung oder das Haus fährt, dann benutzt er das Licht auch, wenn es zum Beispiel dunkel ist, um Sachen zu erkennen. Das funktioniert sehr gut. Da sind wir also wirklich auch sehr, sehr zufrieden damit. Die Station selber kommt dann mit einem Frischwassertank und einem Schmutzwassertank. Die haben 4 Liter und 3,5 Liter. Da geht also schon ein bisschen was rein. Bei uns ist es hier so, fürs Erdgeschoss reicht da so ein Tank für ungefähr 2 Durchläufe. Das ist also relativ in Ordnung. Das lässt sich ja auch sehr schnell wechseln. Wie gesagt, ihr könnt es hier auch dann rausnehmen und einfach kurz ausspülen, neues Wasser reinmachen, das Schmutzwasser wegkippen und so weiter. Das funktioniert sehr einfach. Er hat auch 2 Reinigungsbehälter hier unten. Die kann man hier entnehmen. Da habt ihr Reinigungsflüssigkeit drin. Ihr habt einfach einen ganz normalen Reiniger und noch so einen geruchsneutralisierenden Reiniger, den ihr da gegen Tiergerüche und so weiter hinzufügen könnt, wenn ihr das wollt. Das lässt sich natürlich auch alles in der App konfigurieren. Dann habt ihr hier noch einen Filter und den Staubbehälter. Der saugt ja den Staub aus dem Roboterteil, sage ich mal, ab und speichert den hier drin. Der hat 3,2 Liter. Ich hatte jetzt hier schon einige Durchläufe. Bis jetzt musste ich den auch noch nicht leer machen. Das hat also bis jetzt alles sehr gut funktioniert. Ihr könnt es hier dann einfach wieder zumachen, hier den Deckel zumachen und das Ding ist wieder komplett einsatzbereit. Unten in der Station befinden sich dann noch 20 Sprühdüsen, um diese Wischpads zu reinigen. Das heißt, nach jedem Durchgang, wo der hier so ein bisschen rumgefahren ist und gewischt hat, wird der in der Station gereinigt. Das heißt, die Wischpads werden wirklich durchgereinigt. Die werden dann auch mit 60 Grad nochmal richtig getrocknet, sodass sich da eben keine Gerüche oder Schimmel oder so bilden kann. Und dann ist es auch noch so, da ist irgendwie so ein UV-Licht oder sowas drin. Das soll 99,98% der Bakterien und so weiter noch entfernen. Da geht schon ein bisschen was. Da wird wohl alles wieder sehr gut sauber gehalten. Was wir, auch ein kleiner Nachteil, was wir bemerkt haben, wenn der diese Trocknung durchführt, dann war es am Anfang wirklich so, das hat
ganz schön arg gerochen. Und zwar hat es so ein bisschen gerochen, als würde irgendwie eine Elektronik verbrennen oder sowas. Also das war ziemlich komisch. Das hat jetzt nach ein paar Durchgängen abgenommen. Man kann es aber immer noch ein bisschen riechen. Das heißt, man merkt einfach, dass da ein bisschen Hitze im Spiel ist, dass der da irgendwie was trocknet. Ich sag's mal so, das ist ein kleiner Nachteil, beziehungsweise eben was wir so festgestellt haben, was man natürlich auch mal erwähnen kann. Noch kurz zur Akkulaufzeit kommen. Die ist meiner Meinung nach auch sehr gut. Also gerade hier bei uns im Untergeschoss, da braucht er ungefähr 45 Minuten, um ausgiebig zu wischen und zu saugen. Also das ist dann wirklich schon alles rein. Da braucht er nicht mal einen halben Akku dafür. Also auch das ist meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Da wird einiges gehen. Es ist auch so, dass wenn er mal nicht vollgeladen wäre, das hatte ich auch schon, ich habe den da so ein bisschen rumgetragen, ein bisschen Bilder gemacht und so weiter. Wenn er da nicht vollgeladen ist und er ist in eurem Reinigungsvorgang unterwegs und merkt, ihm reicht es nicht von der Akkuleistung, dann fährt er zurück, lädt da ein bisschen auf und macht dann seine Reinigung danach wieder weiter. Das Ganze ist auch so beim Wischen und Saugen. Wenn er da voll ist, dann fährt er in den Reinigungsgängen, falls er voll sein sollte, einfach kurz zurück, entleert sich da, füllt sich neu auf und macht da dann weiter. Er ist 90 mm hoch. Ihr seht es ja hier, da fährt oben noch ein bisschen was aus. Das fährt er aber auch ein, wenn er da irgendwie mal Sachen putzt, wo er da drunter geht, wo er dann merkt, er ist zu hoch, dann kann er das einfahren, dann ist er da bei seinen knapp 90 mm Höhe. Bei uns unterm Sofa reicht es nicht durch, da reichen aber auch andere Saugroboter nicht durch, weil wir ein wirklich sehr flaches Sofa haben. Aber da geht schon einiges da damit. Man kann auch sagen, er hat eine Sprachausgabe, also wenn ihr hier jetzt einen Reinigungsvorgang startet, ich kann euch das ja mal zeigen, wie er sich das hier dann vorbereitet, und ihr bekommt es ja dann einfach jetzt mal direkt mit, er befüllt sich da und so weiter. Wenn er den Reinigungsvorgang dann startet, dann erzählt er euch da so ein bisschen was, das Ganze ist aber auch auf Englisch. Ihr hört es auch, also er startet das Reinigen, er wird jetzt erst befüllt. Es ist jetzt halt auf Englisch. Ihr habt auch eine Sprachsteuerung so gesehen, ihr könnt damit Hey Mova das Ding sprachsteuern. Habe ich jetzt noch nicht so ausgiebig genutzt. Ich glaube, ich habe es auch gar nicht fest konfiguriert. Aber das ist da dann natürlich auch möglich. Die UVP ist für 1200 € angegeben. Ihr bekommt den realistisch aber so für um die 800, 850 €. Ich verlinke euch das Ganze mal in der Beschreibung unten, dann könnt ihr euch das Ganze mal angucken. Ich hoffe, das Video war jetzt so ein bisschen hilfreich. Ich hoffe, ihr habt es jetzt nicht so arg auf dem Mikrofon, wie er da jetzt gerade befüllt wird. Wenn das Video hilfreich war, dann lasst mir doch einfach mal ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos. Ich will auf jeden Fall noch ein Video dazu bringen, wie er sich noch so die weitere Zeit geschlagen hat und vor allem, wie das auch mit verschiedenen Zonen ist. Ich möchte ihn natürlich auch im oberen Geschoss noch benutzen und da muss das Ganze kartografiert werden und eben aufgenommen werden. Und da will ich euch dann natürlich auch noch berichten, wie das dann so funktioniert, wie er sich da verhält, wenn man den dann nach oben trägt und den da auch ein bisschen putzen lässt. So, und dann war es das jetzt aber wirklich von mir. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare stellen und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.